56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Akt 1. Es ist kalt. Richtig kalt. Und damit herzlich willkommen zu Kholat, einem Horror-Survival-Adventure-Spiel, das nach wahren Begebenheiten beruht, auf wahren Begebenheiten beruht. Und unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was mit den Wanderern passiert ist. So, wir gucken uns jetzt erstmal ein kleines bisschen hier um. Also eins ist schon mal klar und deutlich zu erkennen, das Spiel ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Und es ist kalt. Und ich rede nicht vom Spiel selber, sondern es ist hier im Raum kalt. Und das ist mit Absicht, damit ich mich ein bisschen besser in die Story hineinversetzen kann. Ich muss dazu sagen, in diesem Spiel wird einem nicht wirklich geholfen, habe ich zumindest gelesen. Und man sollte sich eventuell ein kleines bisschen mit Koordinaten auskennen, zumindest wissen, wie man die benutzt. Und ich sollte vielleicht aufhören, hier auf die Tastatur zu spucken. Auch wenn das Feeling von Schnee und Kälte ein bisschen mehr deutlich macht. Okay, E, F kann ich hier nichts mitmachen. Wunderschöne Musik auf jeden Fall im Hintergrund. Springen kann ich nicht. Rechte Maustaste ist ein bisschen weiter in die Ferne gucken. Steuerung ist ducken. Shift ist laufen. Okay. Andere Tasten. M. Nein, M, N, N, O, P, I, Q, E, R, T. Mausrad. Nichts. Okay. Wir haben ein paar Tasten nachgeguckt und wir werden mal sehen, was die Geschichte uns bringt.
Ich würde sagen, wir gehen hier in diese Richtung lang. Okay, ich habe mir dieses Spiel extra ausgesucht, weil es mal was ganz anderes für mich ist. Und weil ich momentan einfach auf dieses bedrückende, atmosphärische Feeling stehe und momentan richtig Lust drauf habe. Aber das ist kein einzelner Grund, beziehungsweise kein alleinstehender Grund, sondern auch die Geschichte hier hinter interessiert mich sehr stark. Ich mag solche Geschichten sehr, auch wenn sie richtig traurig und deprimierend sind, um ehrlich zu sein. Aber ich mag sowas einfach. Und da würde ich gerne echt schon mehr erfahren. So, ich weiß auch, dass dieses Spiel weitestgehend von Jumpscares und den ganzen Horrorgedöns wegbleibt. Kann ich hier vielleicht? Nein, kann ich nicht. Und dass dieses Spiel wirklich mehr auf Atmosphäre bauen soll. Das sind jetzt alles nur Vermutungen und alles Theorien. Oh, das ist aber echt gerade laut. Ich hoffe, man versteht mich noch. Alles nur Vermutungen und Theorien. Und ich habe mich auch nicht großartig über dieses Spiel informiert, muss ich zugeben. Ich weiß, dass es auch von einem Indie-Macher ist, dass es jetzt keine große Produktionsfirma oder Entwicklerstudio ist. Aber das ist ja egal. Und dass wir hier wirklich in einer Open World sind und wir müssen uns selbst klar werden, wo wir hinwollen, was wir wollen und was wir zuerst oder zuletzt untersuchen werden. Okay. Ich habe mir auch extra auf dem Monitor den Landschaftsmodus eingeschaltet. Einfach damit es auch für mich auch wunderschön aussieht. Ich habe auch die Grafik auf die höchste Einstellung überhaupt gesetzt. Und ich friere mir gerade wirklich... Boah, es ist wirklich kalt hier in der Wohnung. Boah. Aber es soll ja auch alles passen und stimmen. Okay, normalerweise haben wir irgendwo eine Karte. Ich weiß aber nicht, auf welcher Taste sie liegt oder ob wir sie überhaupt noch kriegen. Wir sollen eine Karte und einen Kompass in die Hand gedrückt bekommen. Aber unsere Aufgabe ist es, von alleine herauszufinden, was wir machen sollen und wo wir hingehen sollen. Das unterliegt ganz allein unserer Entscheidung. Okay. Ein paar Fußabdrücke. Auch wunderschön. Ich laufe nicht, ne? Also ich will jetzt nicht hier durch rumpreschen und einfach nur schnell durch, sondern ich will mich jetzt richtig schön... Boah. Richtig schön viel Zeit lassen. Boah, wunderschön. Ich liebe verschneite Landschaften. Ich liebe sowas. Auch wenn es arschkalt ist, aber ich liebe sowas. Und ich glaube, ich ziehe mir später auf jeden Fall ein Jäckchen noch drüber, weil es ist wirklich verdammt kalt. Aber wunderschön, ey. Wunderschön. Hier würde ich auch wandern gehen, wenn hier nicht so was Grauenvolles passiert ist. Okay, ich weiß nicht, ob wir irgendwelchen anderen Menschen begegnen werden. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen, was die Geschichte uns so bringt. Ich will mal gucken, ob wir hier vielleicht... Also springen kann ich auf jeden Fall nicht. Ich kann nur zoomen. Okay. Es scheint wohl ein Schneesturm oder irgendwie sowas aufzukommen. Ich will nicht hoffen. Okay, die Frage ist, kann ich vielleicht mit irgendeiner anderen Taste die Tür öffnen hier? Ich drücke einfach mal jetzt jede Taste auf der Tastatur. Und ne, nichts, gar nichts. Okay, wir haben auch kein Inventar oder sonst was. Okay, hier vorne kommen wir auch nicht lang. Wir sind so ein bisschen eingezäunt, habe ich so das Gefühl. Wie Open World das am Ende wirklich ist, das weiß ich nicht. Kann ja sein, dass sich das später vergrößert, das Areal. Noch sind wir nicht mitten im Wald. Hier ist so ein kleines Dörfchen. Erinnert mich so ein bisschen an 30 Days of Night. Auch ein toller Film. Aber ich glaube nicht, dass hier blutrünstige Vampire die Ursache des Todes der Wanderer sind. Boah, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das Geräusch des Windes, was so kalt liegt, oder ist es wirklich... Es ist auch verdammt spät. Ist bei mir jetzt nicht in-game.
Deswegen ist es ja auch was kühler. So. Es scheint auf jeden Fall ein Sturm oder sowas aufzukommen. Weil der Wind nimmt nämlich immer stärker zu. Deswegen würde ich sagen, wir folgen mal kurz ein bisschen dem Weg hier. Wir haben eine kleine Abzweigung. Ich würde sagen, wir gucken erstmal links. Was uns hier links erwartet. Ich hoffe, man versteht mich. Der Wind ist doch ganz schön laut. Aber solange mein Pegel etwas mehr ausschlägt, ist das alles gut. Aber ich will mich weniger auf die Aufnahme selber konzentrieren, sondern wirklich mehr auf die Story. Wow. Es ist wirklich bitter. Und die fehlende Musik ist einfach... Ja, ich merke auf jeden Fall schon ein bisschen die Atmosphäre, diese leicht drückende Atmosphäre, dass jeden Moment irgendwas passieren könnte. Es könnte ein Mensch jetzt einfach hier plötzlich aus der Ecke springen. Ich höre Musik. Das... Okay, ist Musik. Ich dachte, das wäre so ein Atmen. Entschuldigung, falls ich mich ein bisschen hektisch umgucke. Das ist mir die Angst. Okay, wenn ich hingehe, geht die Musik an. Sobald ich aber hingehe, geht die Musik aus. Ist die Musik vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir hier irgendwas untersuchen müssen? Ich sehe es auch immer schlechter in die Ferne. Hier drunter kann ich nicht durchkriechen. Okay. Also ruhiger, also ohne Musik hat mir das Spiel gerade ein bisschen besser gefallen. Fand ich weniger bedrückend. Da war doch gerade ein Geräusch. Eventuell ist das unsere Figur. Wir sind übrigens namenlos. Wir haben keinen Namen. Wir haben keinen vorgegebenen Weg. Wir haben zwar ein Ziel, aber der Weg dorthin, den müssen wir uns selber suchen. Oh, ich dachte, da hinten wäre jemand. Der dämliche Baum. Ich fühle mich ein kleines bisschen verfolgt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das kann aber auch mit dem Wind zusammenhängen. Das erinnert mich so ein kleines bisschen auch an Slenderman. Mehr oder weniger ziellos durch den Wald laufen, auf der Suche nach etwas. Okay, dieses Geräusch scheint wohl ein Knarzen der Bäume zu sein. Können wir hier durch? Nein, hier können wir nicht durch. Okay. Dieses Knarzen der Bäume beruhigt mich aber jetzt gar nicht. Das macht es eher allgemein etwas schlimmer. Ich habe, wie bereits gesagt, ich habe mich nur grob über dieses Spiel erkundigt, beziehungsweise über die Geschichte. Einfach mit Absicht, damit ich vollkommen unvoreingenommen hier rangehe. Okay, das gefällt mir gar nicht irgendwie. Das hat einfach den Hintergrund, weil ich mich voll und ganz auf die Story, die das Spiel erzählt, einlassen möchte. Ich habe mir zwar hier und da ein paar Reviews durchgelesen, um zu sehen, wie das, also um einen kleinen Eindruck zu machen, ob sich das auch lohnt.
Das Spiel gibt es sogar im Angebot derzeit. Ich meine, es geht bis zum 24.02. Ich bin aber nicht genau sicher. Ich schreibe es auf jeden Fall in die Kommentare, beziehungsweise als Anmerkung ins Video am Anfang. Schreibe ich rein, wie lange das Angebot gilt. 4 Euro ungefähr. Jeder, der das Spiel selber spielen möchte, kann dies gerne bei Steam kaufen. Was zum... Are you coming to me? Kommst du zu mir? Boah, ich sehe gar nichts da hinten. Ich crouche mal eben. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Ich folge mal dem... Wo sind wir denn gelandet? E? I am right behind you. Puh.